Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, vielen lieben Dank erstmal für das krasse Feedback auf das Video gestern. Ich meine, es war auch ein sehr geiles Video gewesen. Ja, wir haben gesehen, wie jemand Stufe 600 live erreicht hier im Video. Das gab es so, glaube ich, auch noch nicht auf YouTube zu sehen in Shakes and Fidget, dass das Level 600 erreicht worden ist, live in einem Video. Ja, einer der ersten 10 Leute, gehen wir mal von aus, in Shakes and Fidget, in ganz Shakes and Fidget. Und ja, wie gesagt, Dankeschön für das krasse Feedback. Wer das nicht gesehen haben sollte, hat auf jeden Fall was verpasst und sollte sich das Video von gestern nochmal anschauen. Ja, da ist auch aufgefallen, ne, und das Problem ist halt jetzt schon eine ganze Weile, da der gute Ignil ja auch relativ hoch in der Ehrenhalle vertreten ist, wollten wir da natürlich dann auch, also in der internationalen Ehrenhalle, ne? Und wer sich jetzt wundert, was IHOF ist, weil es im Titel steht, IHOF steht für International Hall of Fame, ja, nur nochmal für die Leute, die es vielleicht nicht ganz gewusst haben, was die Abkürzung bedeutet. Das ist halt die internationale Ehrenhalle und die ist jetzt schon seit einer ganz schön langen Zeit ziemlich verbuggt. Was aber ganz lustig ist, sehe ich jetzt gerade, dadurch, dass hier halt keine Spieler mehr zu sehen sind, sieht man jetzt hier auch mal wieder den Hintergrund, ja, von der Ehrenhalle hier. Und das hat man jetzt ja schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen, so, ne? Und das ist jetzt schon eine ganze Zeit lang, so ziemlich lange. Das Problem ist natürlich auch bekannt und wird auch, denke ich mal, momentan gerade behandelt. Zumindest nach Leander hatte er da schon ein Ticket geschrieben gehabt. Ich weiß nicht, wie weit sie da am Machen sind. Auf jeden Fall sieht es so aus, als ob die internationale Ehrenhalle entweder komplett überarbeitet wird, komplett buggy einfach ist, ja, und wir sprechen hier nicht vom Auto, ja, komplett verbuggt irgendwie, ja, oder dass halt, keine Ahnung, da, ja, weiß ich nicht, irgendein Fehler, ich weiß es nicht, dass da irgendwie jetzt vielleicht dran geschraubt wird oder so, denn wenn man mal auf anderen Servern schaut, es ist nicht überall der Fall, dass die internationale Ehrenhalle nicht vorhanden ist. Auf vereinzelten Servern gibt es die nämlich schon wieder. Auf den meisten Servern, wie gesagt, ist sie nicht relevant und ja, ist quasi so wie bei mir, dass sie überhaupt nicht angezeigt wird. Aber auf manchen Servern ist sie zu sehen. Und das finde ich ziemlich interessant, was da denn gerade passiert. Denn wir haben ja auch letztes Jahr oder so, oh nice, letztes Jahr hatten wir ja auch darüber geredet gehabt, über Serverzusammenlegungen und sowas, ne? Dass es dieses Jahr eventuell in Angriff genommen werden könnte und dass es gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass es mal vielleicht eines Tages kommen wird und sich die Leute vielleicht dahinter von Shakes and Fidget auch damit auseinandersetzen, ne? Das ist ziemlich interessant jetzt in Bezug auf die internationale Ehrenhalle. Die ist jetzt seit dem letzten Update, seit dem Post-Update quasi, seitdem das hier mit der Post aktualisiert worden ist, wurde halt die Ehrenhalle in Mitleidenschaft gezogen und das ist ja jetzt schon ein paar Tage her. So, wie gesagt, auf vereinzelten Servern ist sie noch zu sehen oder ist sie wieder zu sehen. Hier auf meinem Battlematch ist es zum Beispiel nicht. Aber wenn wir jetzt mal auf den Server 14 Frankreich gucken, also ja, meine Facecam ist jetzt gerade davor hier unten, aber das ist der 14. Server von Frankreich. Wenn wir da mal in die Ehrenhalle schauen, dann sehen wir, dann ist die, ja, IHOF wieder da, aber nicht so, wie wir sie kennen. Denn versierte internationale Hall of Fame-Kenner werden beobachten können, dass diese komplett durcheinandergewürfelt ist. Der gute Strider ist zwar auf Platz 1, was jetzt nicht so unrealistisch ist, aber danach sehen wir hier ganz viele Leute, die wir vorher noch nie gekannt haben. Das heißt, die komplette Ehrenhalle wurde komplett umgewürfelt oder neu geresettet oder was weiß ich, nach welchen Anhaltspunkten die gegangen sind und sich die Leute hier jetzt erstmal wieder ordnen müssen. Ja, werden die jetzt erstmal wieder so ein bisschen, ja, gegeneinander kämpfen müssen, allesamt, ja, um nachher am Ende des Tages sich dann wieder rauszukristallisieren, ja, wer denn die ersten Spieler wirklich sind und wer hier nachher, ne, zum Beispiel hier in Bad News Run, ja, der war ja vorher noch, obwohl er schon inaktiv war Bad News Run ja trotzdem noch in den Top 30, glaube ich, von der internationalen Ehrenhalle, obwohl er inaktiv war. Jetzt ist er auf 152 hier. Das kann natürlich nicht sein. Und so ein Bad News Run,
der sich so wacker geschlagen hat, trotz seiner Inaktivität, sein Account war ja trotzdem noch da und immer noch stark, der kann sich natürlich jetzt wiederum nicht mehr hochkämpfen, weil er ja inaktiv ist. Das heißt, er wird immer auf diesem Platz bleiben. Ja, er wird nicht langsam so absteigen, wie man es jetzt gewohnt ist von den letzten Tagen, sondern er ist jetzt nach, was weiß ich, wie die hier gegangen sind, nach, ja, keine Ahnung, was die hier geordnet haben, ist er jetzt auf Platz 152 und wird jetzt halt auch nicht mehr hochkommen. Ne, das ist halt ziemlich schade irgendwo, weil er jetzt natürlich viel schneller raus ist, als er davor, oder als er die Ehrenhalle verlassen hätte. Ne? Allerdings ist das Ganze halt auch, wie gesagt, ziemlich interessant, dass sie anscheinend da irgendwas im Hintergrund dran arbeiten. Sie die Ehrenhalle resetten oder so. Oder, ja, keine Ahnung, da irgendwas überarbeiten. So, Bad News Run, ihr seht das, ist natürlich unverdient auf diesem Platz. Ne, und seine Kämpfe werden ja noch automatisch bestritten. Ne? Und deswegen wird er sich wahrscheinlich auch wieder die Tage ein bisschen hochkämpfen. Allerdings halt nicht mehr so nicht mehr auf diese Plätze, wo er halt damals gewesen ist. Ist jetzt halt ein bisschen schneller abgestiegen. So. Wird wieder ein bisschen hochsteigen, natürlich, weil er, wie gesagt, hier auf diesem Platz nichts zu suchen hat. Aber das Ganze, irgendwo wird er sich dann, denke ich mal, einpegeln. Ja, auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, ob in Richtung internationale Ehrenhalle noch was kommt, denn wie wir wissen, auch bei den Gilden übrigens, wurde das auch alles hier komplett über den Haufen geworfen, ja, also hier ist auch nichts mehr so, wie es mal war, denn so wie sie die Ehrenhalle rausgebracht haben, die internationale Ehrenhalle, so haben sie dann auch gelassen, also so wie man das jetzt sieht, so kennt man die halt auch, die Ehrenhalle, hier hat sich gar nichts verändert in der Zeit, ne? Es ist komplett Stillstand, hier wurde nicht weiter dran gearbeitet, es wurde einfach nur just for fun mal damals rausgebracht, um mal eine zu haben irgendwie, aber seitdem her ist die halt auch so gelassen worden. Und ich sag mal, ich sag immer, die Hall of Fame hier, das ist so ein Update, was zu 50% fertig war, weil, wenn man hier mal den Bildschirm beobachtet, ja, haben wir hier 50% Playerbase und 50% einfach mal gar nichts. Das ist einfach, und das ist schon seit Jahren so, dass hier einfach ein leeres Fenster ist, wo keine Spieler angezeigt werden, wo keine Stats angezeigt werden, wo hier keine Gilden angezeigt werden. Das sind einfach 50% des Bildschirms, die nicht benutzt werden, die einfach schon so rausgehauen worden sind und da, wo nicht dran gearbeitet worden ist. Ne? Und meines Erachtens ist dieses Feature zur Hälfte rausgebracht worden und dann halt so dem Zufall überlassen. Und es gibt halt dann so einzelne Spieler wie zum Beispiel Strider, der dann halt auch sehr viel Wert auf die internationale Hall of Fame gibt, was ja auch sein gutes Recht ist und was natürlich auch irgendwo förderlich ist, weil man kann sich dadurch natürlich neue Ziele setzen, wenn der eigene Server inaktiver ist und man selbst noch irgendwie ganz weit oben mitspielen möchte, dann hat man neue Konkurrenz in der internationalen Hall of Fame. So, das ist zwar sehr nice und sich auch mit anderen Spielern von anderen Servern messen, ist auch natürlich eine geile Idee und das ist auch was die Community schon lange wünscht, aber es ist halt so, dass halt dieses Update halt nicht wirklich komplettiert worden ist. Und das finde ich halt sehr schade und meines Erachtens wird es halt Zeit, dass so langsam das Ganze mal hier auch in Angriff genommen wird und das Ganze überarbeitet wird. So, wenn jetzt nämlich die Server-Merges kommen sollten, also die Server-Zusammenlegung, falls es sowas gibt, ja, dann wäre das auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt irgendwie auch mal denn gleich diese Ehrenhalle hier zu überarbeiten. Wie das Ganze mit den Server-Zusammenlegungen so klappen wird und wie sie es anstellen werden und wie das Balancing am besten ist, das kann ich euch natürlich noch nicht sagen. Ob man denn auch immer noch einen Spieler von seinem Server vorschickt, keine Ahnung, weil dann könnte es ja sein, dass zum Beispiel Server 1 bis Server 5 zusammengelegt werden und dann ein Megaserver daraus entsteht und das dann halt mit Server 5 bis Server 10 auch und dann werden halt so 5 Server zusammen komprimiert. Und dann sind ja 5 Top-Spieler, die vorher auf den einzelnen Servern in der internationalen Ehrenhalle gegeneinander gekämpft haben, auf einmal auf einem Server. Ne? Und wenn von denen dann nur einer vorgeschickt wird, so wie es halt jetzt der Fall ist, also der beste Spieler zu dem Zeitpunkt, dann ist das natürlich auch unfair den anderen Spielern irgendwo gegenüber. Also da müssen sie sich ein ganz, ganz, ganz gutes Balancing überlegen, wie sie das am besten hinkriegen sollen. Ne? Weil das ist nämlich gar nicht so einfach, sowas zu balancen und das so fair wie möglich für die meisten verträglich dann rauszuhauen. Ne?
einige, ja, oder ich sag mal, alle kann man sowieso nie glücklich machen mit so einem Update. Und das ist natürlich auch ganz klar. Ne? Es gibt natürlich immer verschiedene Ansichtspunkte, wie man so ein Update sehen kann. Aber trotzdem, ja, hoffe ich mal, dass das einigermaßen gebalanced auch rüberkommt alles. Ne? Und auch ausgiebig vorher getestet wird auf Testservern, die ja bestehen, ne? Bevor man dann so ein Update tatsächlich auch live rausbringt. Das wäre noch ein ganz persönlicher Wunsch von mir. Ja? Gut, ich denke mal, dann soll es das für das Video soweit wieder gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr fandet das Thema einigermaßen interessant. Und ja, dann war es das soweit. Falls der Fall sein sollte und euch das Video gefällt, dann lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.